Hallo und willkommen bei Behind the Green Door. Heute bauen wir zusammen diesen Wassertank in den Sprinter ein. Das ist mein Frischwassertank, der hat ungefähr 98 Liter Inhalt und kommt auf die Fahrerseite und das Fahrzeug direkt neben den Dieseltank. Jo, das ist der Tank, ungefähr 1,20 lang, 31, 32 cm breit und irgendwie knapp über 20 cm tief. Ich habe mir schon ein bisschen Befestigungsmaterial vorgefertigt. Das hier sind einfach nur Blechstreifen aus 1 mm starkem Blech. Die habe ich hier unten gekantet und einen M8er Mutter angeschweißt. Und die werden dann entsprechend unterm Fahrzeug befestigt. Und das sind einfach nur Reststücke aus der Schrottkiste von einem alten Regalwandsystem. Die habe ich mir zurechtgesägt, die Löcher auf 8 mm erweitert. Und das Ganze wird dann ungefähr so diagonal verlaufen unter dem Tank und entsprechend an allen 4 Ecken mit den Haltern am Fahrzeug befestigt. Und dann schauen wir mal von unten, wie das so hinkommt. Ja, das ist hier das Stück neben dem Tank, wo der Wassertank reinpasst. Ich habe hier oben schon ein Loch in den Boden geschnitten. Da kommt ein 40 mm Schlauch durch. Der geht dann hoch zum Einfüllstützen fürs Frischwasser, durch den wird der Tank befüllt. Das Ganze ist relativ eng hier, deshalb habe ich auch so dünne Blechstreifen genommen. Und die werden dann hier mit 5 mm Nieten ungefähr so ans Blech gemacht. Da muss ich entsprechend jetzt Löcher bohren und dann werden die Halter hier angenietet. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe jetzt die Halter jeweils mit einer Niete schon mal am Wagen festgepoppt, um zu checken, ob das alles passt. Das ist leider ein bisschen eng hier unten, sodass man schlecht gleichzeitig arbeiten und filmen kann. Deshalb machen wir das hier jetzt mal Schritt für Schritt. Die Verstrebungen laufen, wie ihr sehen könnt, diagonal von Halter zu Halter. Und jetzt mache ich die Verstrebung nochmal ab und schaue, ob der Tank auch tatsächlich so reinpasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ziemlich genau so habe ich mir das vorgestellt. Der Tank hängt an seinem Platz. Alles passt mit den Halterungen. Die Revisionsöffnung ist auch zugänglich. Dann kann ich jetzt entsprechend die Löcher in den Tank machen für Zu- und Ablauf. Das kommt beides von oben in den Tank rein und wird dann durch den Fahrzeugboden geführt, sodass ich hier unten auch keine Leitungen rumliegen habe, die im Winter einfrieren könnten. Der Tank selbst wird dann noch mit 9 mm Armaflex isoliert, bevor ich den endgültig anbaue. Und es kommt vermutlich nachträglich auch noch mal eine kleine Tankheizung eingebaut, damit er mir im Winter nicht einfrieren kann. Ich habe jetzt hier oben 2 Löcher durch den Wagen nach unten gebohrt. Das große ist für den Einfüllstutzen. Da kommt von hier ein Schlauch durch das Loch durch in den Tank. Und das kleine ist für die Kaltwasserleitung, die dann aus dem Tank hier hoch ins Fahrzeug geführt wird. An der Stelle ist später der Sitzkasten. Und in diesen Kasten wird dann auch die Wasserpumpe eingebaut, sodass wir hier dann alles beisammen haben. Und jetzt bauen wir Löcher in den Tank, um die Anschlüsse reinzulegen. Ich habe mir hier jetzt von oben durch die Löcher 2 Markierungen gemacht, dass ich weiß, wo die Stutzen in den Tank müssen. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Loch für die Wasserleitung. So.
wird dann der Stutzen verschraubt. Und hier braucht man ein größeres Loch für den Einfüllstutzen. So, das war's schon. Durch die Revisionsöffnung kann man die Anschlusstücke dann entsprechend verschrauben. Moment, ein Stück Schlauch brauchen wir noch. Hier machen wir direkt einen Schlauch an den Wasserstutzen dran, damit wir auch von unten aus dem Tank entnehmen können und nicht von oben. Halt. Wäre schlauer gewesen, die Schelle ist später dran zu machen. Ich hoffe, ich kriege meinen Arm hier jemals wieder raus. Das ist mehr ein Loch für Kinderarme. Nehmen wir gleich einen Maulschlüssel. Sind wir auch länger. Die Schelle wieder drauf, damit sie nicht abrutschen kann. Job für Gynäkologen.
Tank hinterher so unter dem Fahrzeug hängt. Liegt der Schlauch halt unten lose auf dem Grund und die Pumpe kann vernünftig Wasser bis zum Schluss ansaugen. Spielchen nochmal. So, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Entlüftungsöffnung. Die machen wir auch direkt hier neben. So, für die Entlüftung kommt der Kollege hier dran. So, da kommt einfach nur ein Schlauch dran, der nach unten führt, sodass beim Wasser auffüllen dann, wenn der Tank voll ist, das überschüssige Wasser einfach runter ablaufen kann und fertig. So, die Anschlüsse sind jetzt soweit fertig. Hier haben wir einen Entlüftungsschlauch, der einfach seitlich am Tank nach unten führt, dass er nicht gluckert, wenn Wasser rausgepumpt wird und das entsprechend beim Wasser einlassen, wenn der Tank voll ist, überschüssiges Wasser nach unten ablaufen kann. Hier ist die Wasserleitung, die ins Fahrzeug führt. Da habe ich noch ein Stück Panzerrohr drüber gestülpt, damit der Schlauch entsprechend bei der Durchführung ins Fahrzeug in den Blechkanten nicht beschädigt werden kann. Und das ist der Füllschlauch, der auch nach oben entsprechend zur Einfüllöffnung gelegt wird. Ein Loch brauchen wir noch, und zwar das für den Tankgeber, der uns den Füllstand vom Wassertank anzeigt. Das ist der hier. Der wird von oben in den Tank eingeschraubt. Die Elektroden werden dann entsprechend auf die richtige Länge gekürzt, dass die knapp 1 cm über dem Tankboden enden. Und dann wird der Wassertank entsprechend elektrisch gemessen und angezeigt. Dafür bauen wir wie immer erstmal ein Loch. Das Loch dürfte jetzt noch ein bisschen zu klein sein.
habe nämlich nicht die passende Lochsäge. Die nächstgrößere, die ich habe, ist leider ein Stück zu groß. Aber das ist kein Problem. Dann weiten wir das Loch jetzt noch ein bisschen auf. Passt. Dann müssen wir jetzt mal messen, wie lang unsere Elektroden sein müssen. ...21,5 mm Unterkante. Den Tankheber verschrauben wir gleich von innen, das heißt, der wird von unten durch die Serviceöffnung reingeschoben, hier oben rausgesteckt und dann entsprechend mit der Mutter gegengehalten. Das heißt dann ...21,5 bis Innenkante, bedeutet hier 21,5 bis Oberkante. Minus 10 mm, die wir über dem Grund bleiben müssen. Nummer 2. Hier unten ist eine Kunststoffkappe drauf am Ende, die müssen wir natürlich auch wieder aufstecken, wenn ich das abgeknipste Teil wieder finde. Hier ist die Silikonkappe. Vorher entgraten wir hier unten noch einmal die Schnittkante ein bisschen. So, ich habe die Elektroden jetzt unten noch ein bisschen geschliffen, dass sie keine scharfen Kanten mehr haben. Somit ist die Tankelektrode vorbereitet. So, die Tankelektrode ist eingesetzt. Wenn wir die hier unten durch die Revisionsöffnung der Mutter kontern.
So, und hier oben an der Tankelektrode ist eine ganz kleine Stellschraube. Und da stellt man die Höhe des Tanks ein, damit entsprechend auch bei der richtigen Widerstand voll angezeigt wird. Der Tank hat knapp 22 cm, 23 cm Höhe. Hier auf der Skala haben wir nur eine 24. Dann stellen wir ihn mal direkt knapp unter die 24 ein. So, sollte passen. Somit ist der Tank bereit, um mit Armaflex isoliert zu werden. Das heißt, Moment. Hier auf der Unterseite haben wir noch ein Gewinde eingelassen. Das nutze ich direkt für den Ablasshahn. Das heißt, da müssen wir auch noch ein Loch reinbohren, um den Hahn reinschrauben zu können.
So, jetzt kann der Tank unter das Auto. So, der Tank ist unterm Fahrzeug. Hier kann man sehen, wie zum einen der Einfüllstützen bzw. der Einfüllschlauch hochkommt und in die Außenwand zum Einfüllstützen führt. Das blau-weiße ist die Kaltwasserleitung, die dann entsprechend hier in die Stelle, wo später der Sitzkasten sein wird, an die Wasserpumpe geht und von dort aus im Fahrzeug verteilt wird. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze von unten aussieht. So, hier seht ihr jetzt den Tank von unten. Der weiße Schlauch hier ist der Überlauf bzw. Entlüftungsschlauch. Das Kabel, was hier runterhängt, ist vom Tankgeber. Das wird auch noch in den Innenraum verlegt. Hier seht ihr die Halterung. 3 U-Profile, die an die 4 Blechwinkel geschraubt sind. Und hier hinten kann man noch die Öffnung sehen, wo der Ablasshahn noch angeschraubt wird, dass man im Notfall auch mal den Tank ablassen kann. Und das Ganze sitzt auch bombenfest, da bewegt sich gar nichts. Das hält auch, wenn der Tank voll ist.